Ihr Lieben, Pluto, der Planet der Transformation, dreht ab 11. Oktober wieder vorwärts. Und damit kommt sehr viel Bewegung in die derzeitige Entwicklung, in der es auch ganz stark um Machtstrukturen und den gesellschaftlichen Wandel geht. Große Spannungen sind deutlich spürbar und auch die Marsenergie bringt massive Sprengkraft. Mit dem Quadrat Pluto-Mondknoten erhalten wir einen riesigen Energieschub. Und diese Energie heißt es nun sehr weise zu nutzen, denn die Mondknotenachse hat auch immer eine schicksalhafte Bedeutung. Und mit dem aufsteigenden Mondknoten im Widder sind wir jetzt gefordert, unsere Weichen für die Zukunft zu stellen, persönlich wie gesellschaftlich. Ja, es geht um Selbstverantwortung, Selbstermächtigung, mehr denn je. Um die Befreiung aus alten Abhängigkeiten, um neue Wege. Es geht jetzt ganz stark darum, ins Tun zu kommen und das, was wir fühlen und wollen, auch umzusetzen. Ja, es ist unsere Entscheidung, wohin wir gehen. Ganz wichtig ist es jetzt, uns klar und bewusst auszurichten. Denn mit dieser stark transformierenden und vorwärtsgerichteten Energiewelle manifestiert sich das, was wir aussenden, immer schneller und direkter in der Realität. Gedanken, Gefühle, Handlungen, Entscheidungen, die wir jetzt treffen, das, was wir aussenden, womit wir in Resonanz gehen. Und so heißt es jetzt auch, uns bewusst positiv auszurichten und das Alte, das Negative nicht mehr zu nähren. Das Alte darf und muss gehen, um Platz zu schaffen für das Neue. Und ja, hier geht es neben persönlichen, karmischen Themen, besonders auf Beziehungsebene, auch um das kollektive Karma, um das, was es aus der Vergangenheit zu lernen gilt, um uns als Menschheit weiterzuentwickeln. So vieles dessen wird sich in den kommenden Wochen zeigen, ihr Lieben. Und es sind starke Licht- und Schattenwellen, die auf uns zukommen. Der Oktober ist der Monat der Finsternisse und sie eröffnen für die kommenden Monate die höchst transformierende und energetische Zeit dieses turbulenten Jahres. Wundert euch nicht, denn dies könnte uns emotional ziemlich durcheinanderwirbeln. Es öffnet sich nun eine Zeit, die uns zeigt, dass das Unmögliche möglich werden kann. Mit dem Neumond in der Waage am 14. Oktober und der ringförmigen Sonnenfinsternis, die das Finsternisportal öffnet, geht es jetzt ganz stark um Ausgleich und Gerechtigkeit. Und ja, die Nähe zum südlichen Mondknoten zeigt die karmische Bedeutung dieses Neumonds. Und auch wenn wir diese hier nicht sehen, so deutet ihre Sichtbarkeit unter anderem in den USA auf Veränderungen, die für diese Welt großen
Einfluss haben, was sich jetzt mit dem Quadrat von Pluto und der Mondknotenachse nochmals dramatisch verschärft. Oh ja, dieser Neumond fordert uns jetzt auf, unsere alten Gedanken und Glaubensmuster zu prüfen, uns von alten Abhängigkeiten und Ängsten zu lösen und uns neu auszurichten. Neue Ideen und Wege wollen jetzt in die Realität gebracht werden, ihr Lieben. Mond, Sonne und auch Merkur bilden zu diesem Neumond eine Konjunktion im Zeichen der Waage, die nach Ausgleich und Harmonie strebt wie keine andere. Denn es geht darum, Konflikte zu lösen, ja, um den Frieden im Innen und vor allem im Außen, mehr denn je. Und ja, es beginnt in uns, in jedem Einzelnen, was wir uns wünschen für diese Welt. Mit der Waage geht es jetzt auch ganz stark um die Bildung neuer Beziehungen, neuer Verbindungen. Merkur steht für die Kommunikation und auch hier geht es darum, gemeinsam neue Wege zu finden. Wichtig ist jetzt, uns unserer Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse bewusst zu werden und diese klar auszudrücken. Was und wohin wir wirklich wollen, persönlich und in dieser Welt. Das Quadrat Pluto-Mondknotenachse zeigt uns jetzt ganz stark Licht und Dunkel auf und damit auch die Schatten in uns. Es geht darum, uns nicht mehr ablenken zu lassen von dem, was wirklich wichtig ist, uns nicht mehr ängstigen zu lassen von den lauten Stimmen im Außen, sondern unseren Weg zu gehen im Einklang mit unserer Seele. Gleich nachdem Pluto am 11. Oktober wieder direktläufig wird, wandert Mars in den Skorpion, was die plutonischen Kräfte zur Transformation und tiefgreifenden Veränderungen nochmals verstärkt. Ja, Pluto im Steinbock steht für Macht und gesellschaftliche Strukturen und für starke Umwälzungen diesbezüglich. Und mit der Sonnenfinsternis wird genau das beleuchtet. Licht und Dunkel, Krieg und Frieden, Konflikte und Miteinander, Spannungen und Ausgleich. Es ist unsere Entscheidung, wohin wir uns ausrichten. Denn dies ist eine schicksalhafte Zeit für unseren Lebensweg wie für diese Welt. Der aufsteigende Mondknoten im Widder fordert uns jetzt auf, die Macht und Verantwortung über uns selbst wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Und ja, ihr Lieben, es erfordert Mut. Doch alles verändert sich und wird uns mitnehmen, ob wir wollen oder nicht. Wir erhalten jetzt mit Mars und Pluto enorme Tatkraft, einen riesen Energieschub, der uns vorwärts drängt. Und diesen gilt es jetzt
zu nutzen, aus unserer inneren Mitte heraus und wie gesagt, weise zu handeln auf unserem neuen Weg. Folge deinem inneren Ruf und deinem Traum von einer besseren Welt. Sei das Licht, das diese Welt braucht. Und wisse, du bist nicht allein. Wir sind viele. Treten wir mit Pluto und dem Neumond mutig und stark durch das große energetische Tor, das sich jetzt öffnet, hin zu großen Veränderungen. Denn mit dem Vollmond im Stier und der partiellen Mondfinsternis, die uns am 28. Oktober bevorsteht, geht es um unsere äußeren und inneren Werte, die es jetzt in Einklang zu bringen gilt. Und ja, es geht neben den ideellen Werten auch ganz stark um unsere materiellen Werte, die in den Fokus rücken. Unsere finanziellen Werte. Ein Thema, das ab Januar nochmals massiv Fahrt aufnehmen wird. Und natürlich geht es auch um Mutter Erde, die sehr unruhig ist. Ausbruchs- und Aufbruchsenergie ist ganz stark im Feld. Wir haben eine massive Zunahme der seismischen und Vulkanaktivität. Siehe phlegräische Felder mitten in Europa, wo alles auf einen Ausbruch hindeutet und mehr als 1 Million Menschen betroffen sind. Und damit ende ich für heute. Beten wir für den Frieden in dieser Welt und für Mutter Erde. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe, eure Silvia.